Und wir begrüßen Sie zu unserer neuen Rubrik Meine Welt, meine Meinung. Heute mit Hans-Ulrich Jörges. Schön, dass du da bist. Hallo. Freut mich sehr. Kamala Harris hat jetzt die Unterstützung von Joe Biden für die Kandidatur bei den US-Demokraten in der Tasche. Man könnte jetzt meinen, dass sie die Gewinnerin des Tages ist. Aber du siehst das offenbar anders. Du hast einen anderen Kandidaten. Für mich ist sie die Verliererin des Tages. Darauf komme ich noch. Der Gewinner des Tages ist für mich Wladimir Putin. Der sitzt in Moskau und guckt drüber nach Washington und sieht dort ein Drama von Shakespeare'schem Format. Er hat keinen Gegenspieler mehr auf Augenhöhe. Joe Biden ist krank, jeder weiß das. Von der eigenen Partei wird er in Etappen abgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass er bis zum Schluss Präsident bleiben wird. Wenn einer als Kandidat zu krank ist, ist er als Präsident erst recht zu krank. Und dann wird noch viele Gelegenheiten haben, das festzustellen. Natürlich will er gerne Präsident bleiben, aber weitere Ausfälle, Namensverwechslungen und Ähnliches kann er sich nicht leisten, auch wenn er kein Kandidat mehr ist. Und das wird aus Moskau mit großer Zufriedenheit beobachtet. Man muss sich das klar machen. Im Westen gibt es keine Führungsfigur mehr im Krieg gegen Russland in der Ukraine, sondern einen taumelnden Präsidenten in Washington, von dem man nicht weiß, ob er überhaupt noch erinnert, wie das Land heißt, in dem Moment Krieg geführt wird. Sehr dramatische Situation. Und damit kommen wir zum Verlierer des Tages oder einer Verliererin heute. Kamala Harris ist das für mich, auch wenn das im Moment, auch nach der Berichterstattung dieses Senders, vielleicht merkwürdig erscheint. Mir ist es aber so, sie wäre eine Gewinnerin, wenn Joe Biden ihr das Präsidentenamt übergeben hätte. Denn dann könnte sie aus dem Weißen Haus Wahlkampf führen mit der Autorität des Amtes. Und die Argumente, die ich jetzt höre, dass es viel besser ist, dass sie das nicht hat, dann muss sie sich nicht um Weltkrisen kümmern, sondern kann nur Wahlkampf machen. Nur Wahlkampf ist ja gar nichts. Sie muss doch mal beweisen, dass sie was kann. Und nicht umsonst fehlen ja die drei wichtigsten Figuren der Demokratischen Partei auf ihrer Seite. Also Barack Obama, ihr habt das schon erzählt, Barack Obama, Nancy Pelosi, aber auch Chuck Schumer sind die drei wichtigsten, die nicht auf ihrer Seite stehen. Offenbar bevorzugen die alle drei eine offene Auseinandersetzung, warten ab, ob noch andere Kandidaten aus den Büschen kommen. Und es ist ja auch kein Wunder. Was hat denn Kamala Harris in den Jahren ihrer Vizepräsidentschaft gezeigt? Gar nichts. Fällt uns irgendein Thema ein, mit dem sie hervorgetreten wäre? Zumindest nicht erfolgreich. Es wird immer erzählt, sie war ja mal Staatsanwältin und da kann sie gut reden, da kann sie sich wahrscheinlich gut mit Trump auseinandersetzen. Das ist alles Gerede. Sie hat nichts gezeigt. Sie wird in der Not der Partei auf den Schild gehoben und ich halte es nicht für ausgemacht, dass sie die einzige Kandidatin ist. Und wenn sie es ist, dann Gott befohlen, soll sie eben verlieren. Noch ist es ja zumindest offiziell nicht bestätigt, dass Joe Biden aufgrund seiner instabilen Gesundheit das Handtuch geworfen hat. Warum ist das für dich trotzdem die Nachricht des Tages? Ich brauche keine Bestätigung von irgendeinem Arzt, dass er nicht mehr einsatzfähig ist. Das sieht ja jeder. Wir haben es doch gesehen. Da braucht es keine weiteren Beweise. Die Nachricht des Tages ist für mich eine andere. Es beginnt nämlich die Diskussion darüber, warum eigentlich die Medien so lange Zeit nicht über die Krankheit von Biden berichtet haben. Das hat in Amerika begonnen, diese Diskussion. Die ist jetzt in Deutschland angekommen. Und die ist zu Recht geführt. Hier ist der Spiegel angegriffen worden und die ARD, die ständig bemüht waren, die Ausfälle von Biden klein zu machen und als kleine Unpässlichkeiten darzustellen. Das Weiße Haus und das amerikanische Regierungssystem sind durchlässig. Was da im Weißen Haus passiert, ist über kurz oder lang draußen bei den Medien auch bekannt. Und es ist doch sehr auffällig, dass die Medien es nie geschrieben haben, dass Biden krank ist. Deshalb hat das ganze Konstrukt gehalten, bis er dann in der offenen Auseinandersetzung mit Trump in einem Fernsehduell saß. Da ließ sich es nicht mehr geheim halten. Da ist die Bombe geplatzt. Aber vorher wussten es viele. Sehr schlechtes Zeugnis für die Medien. Kommen wir zum Aufreger des Tages. Der Cum-Ex-Prozess gegen Christian Olearius ist Ende Juni eingestellt worden. Aber was ist eigentlich mit den hinterzogenen Steuern? Ja, 43 Millionen, auf denen sitzt er immer noch, weil es der Staatsanwaltschaft in Köln nicht gelungen ist, dieses eingestellte Strafverfahren gegen ihn überzuleiten in ein sogenanntes also ich nenne es mal so, in ein Sicherstellungsverfahren für das Geld, das für die Staatskasse zurückzuholen. Zweimal gescheitert. Könnte sein, dass noch mal eine dritte Instanz dazukommt, aber ich halte es schon jetzt für einen Riesenskandal. Wir erinnern uns, jener Herr Olearius hatte ja auch an Olaf Scholz geschrieben und um Hilfe gebeten. Und siehe da, das Geld ist heute noch
unter seinem Hintern, er sitzt auf dem Geldsack und rückt es nicht raus. Er könnte ja sagen, ich habe jetzt eingesehen, dass die Cum-Ex-Geschäfte illegal waren. Damals habe ich mich getäuscht, weil es andere Rechtsgutachten gab. Deshalb gebe ich das Geld jetzt zurück. Er denkt gar nicht dran. Er behält es. Geld stinkt ja auch nicht, ne? Behält man schon ganz gerne. Aber wenn man da drauf sitzt, fängt es irgendwann an zu stinken, finde ich. Kommen wir zu. Und übrigens, das Grab von Ingrid Steger, das ist vollkommen verwahrlost. Das sind so Sachen, Ulknudel nicht was Besseres verdient? Über die man immer mal wieder stolpert, ob sie ein Ulknudel war oder nicht. Sie ist eine sehr bekannte Comedy-Darstellerin gewesen, auch Schauspielerin, sehr bekannt. Sie ist ihr ganzes Leben, muss man mal, wenn man ernsthaft wird, mit 2 Sätzen von Männern ausgebeutet worden. Einem nach dem anderen, sehr bekannte Männer zum Teil. Nun ist das Grab in Stahnsdorf bei Berlin ein einziger Sturzacker, nicht mal Gras wächst da drauf. Es ist einfach trocken und keine Blume und kein Grabstein und nix. Die Frau hat lange für den WDR gearbeitet und dem WDR sehr gute Quoten verschafft. Und da kann entweder mal so ein Sender, das kostet ja nicht viel, so eine Grabpflege kostet im Vierteljahr 200 €. Mehr nicht. Bei einer Friedhofsgärtnerei kann der WDR nicht da mal 200 € rausreichen. Und wenn das nicht geht, aus irgendwelchen komischen rechtlichen Gründen, warum tun sich nicht ein paar Schauspielerkollegen zusammen und sagen, wir übernehmen das? Irgendwann wird das Grab sowieso aufgelöst. Anstand fehlt da einfach. Hans-Ulrich Jörges, vielen Dank für deine Meinung. Dankeschön. Danke auch.